Hallo und herzlich willkommen bei Japan Live. Du interessierst dich für die Olympischen Spiele 2020 bzw. eigentlich ja eher 2021 in Japan? Dann lass mich dir in diesem Video alles zu den Spielen erklären, was du wissen solltest. Und vergesse auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um ab jetzt keines meiner Videos mehr zu verpassen. Für dieses Video bin ich sowohl in der Präfektur Tokushima als auch Kagawa auf der Insel Shikoku umhergereist, um beim Fackellauf der Olympischen Spiele ein paar beeindruckende Aufnahmen entstehen zu lassen. Eigentlich sollten die Olympischen Spiele ja bereits 2020 ausgetragen werden, aber die meisten haben wahrscheinlich schon irgendwann mal davon gehört, dass alles wegen der Corona-Krise um ein Jahr auf 2021 verschoben wurde. Da die Krise aber weiter anhält, gibt es ein paar Unklarheiten darüber, wie die Spiele nun stattfinden werden. Denn eine Absage oder eine weitere Verschiebung ist zum Zeitpunkt dieses Videos theoretisch noch möglich. Japans Hauptstadt Tokio ist bereits das zweite Mal Austragungsort der Olympischen Spiele. Zuletzt 1964. Aber wann finden die aktuellen Spiele nun statt? Eigentlich sollten sie vom 24. Juli bis 9. August 2020 ausgetragen werden. Aufgrund der Corona-Krise finden die Spiele aber nun nicht ganz genau ein Jahr später statt, nämlich vom 23. Juli 2021 bis zum 8. August. Aufgrund der weiter andauernden Pandemie könnte sich das aber eventuell noch ändern. Das Internationale Olympische Komitee möchte die Spiele unbedingt dieses Jahr austragen. Doch mit Sicherheit lässt sich noch nicht sagen, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Was allerdings klar sein dürfte, ist, dass sowohl die Athleten und alle weiteren Beteiligten mit massiven Einschränkungen rechnen müssen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wird es Zuschauer in den Stadien geben? Fest steht auch das noch nicht, aber beschlossen wurde bereits, dass ausländische Zuschauer nicht nach Japan für die Spiele einreisen dürfen. Wer allerdings schon ein Ticket gekauft hatte, soll laut Angaben des Olympischen Komitees sein Geld zurückerstattet bekommen. Auch ob sich bereits in Japan aufhaltende Ausländer oder Japaner die Wettkämpfe vor Ort ansehen dürfen, bleibt noch offen. Als nächstes ein paar Dinge, die bereits feststehen. Es wird bei Olympia 2021 ein paar neu aufgenommene Sportarten geben, welche im Rahmen der Spiele zum ersten Mal so stattfinden. Diese Sportarten sind Baseball, Karate, Sportklettern, Surfen und Skateboarding. Und es wird insgesamt 339 Wettkämpfe geben, in denen Medaillen verliehen werden. Die genaue Anzahl der Athleten kann sich natürlich wie so vieles in diesem Jahr noch ändern, aber es wird von ca. 11.200 Teilnehmern ausgegangen, wovon ca. 400 Sportler aus Deutschland anreisen werden. Was gibt es sonst noch zu wissen? Für die Olympischen Spiele wurde extra ein neues 1,3 Milliarden Euro teures Stadion in Tokio an der Stelle des Stadions von 1964 innerhalb von nur 3 Jahren errichtet und schon am 15. Dezember 2019 eröffnet. Es wurde vom Star-Architekten Kengo Kuma entworfen und ist mit diversen Ventilatoren und Nebelmaschinen ausgestattet, um ein angenehmes Klima während der sonst drückenden Hitze im Sommer zu schaffen. Das klingt vielleicht etwas übertrieben, aber in Tokio ist es von Juli bis Ende August meist extrem schwül bei Temperaturen von oft über 32 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von über 75%. Das ist auch der Grund dafür, weshalb unter anderem der Marathon nicht in Tokio, sondern ca. 800 Kilometer weiter im Norden auf der Insel Hokkaido stattfinden wird. Neben Hokkaido gibt es aber noch ein paar andere Wettkampforte außerhalb Tokios, wo die meisten Sportarten in einem Radius von 8 Kilometern um das olympische Dorf ausgetragen werden. Besonders beim Fußball wird es viele verschiedene Stadien geben. Gespielt wird in Sendai, Sapporo, Saitama, Kashima und Yokohama. Was auch noch ganz interessant bei diesen Olympischen Spielen ist, dass erstmals Recycling-Medaillen vergeben werden. Der Designer Junichi Kawanishi kreierte dafür die Medaillen aus Edelmetall, welches von gespendetem Elektroschrott stammt. Die Plaketten zeigen auf der Vorderseite die griechische Siegesgöttin Nike und auf der Rückseite sind die olympischen Ringe sowie der Name und das Logo der Spiele zu sehen. Neben den sehr außergewöhnlichen Medaillen findet man allerdings meiner Meinung nach nicht wirklich kreative Maskottchen,
Obwohl das ja eigentlich aufgrund der Tatsache, dass die Spiele in Japan stattfinden, einem Land, in dem es unzählige wirklich verrückte Maskottchen gibt, doch sehr schade ist, wie ich persönlich finde. Die Maskottchen heißen Mirai Towa und Somaiti, wobei Somaiti das Paralympics-Maskottchen ist. Mirai Towa ist blau und der Name setzt sich zusammen aus den japanischen Wörtern für Zukunft und Ewigkeit. Somaiti ist pink-weiß und eigentlich heißt eine Kirschblütensorte so. Allerdings soll der Name auch gleichzeitig so ähnlich klingen wie das englische So Mighty, was auf Deutsch so mächtig bedeutet. Zu guter Letzt lasst uns nochmal schauen, was der ganze Spaß kosten wird. Vor der Verschiebung der Spiele wurde eine Summe von rund 11,3 Milliarden Euro angegeben. Der unabhängige Prüfungsausschuss National Audit Board geht aber inzwischen davon aus, dass die Kosten doppelt so hoch sein werden. Und bevor ich mich nun von euch aus diesem Video verabschiede, lasst mich noch etwas zur Region sagen, wo ich dem Olympischen Feuer gefolgt bin. Die Präfektur Tokushima ist vor allem für ihre besondere Natur bekannt. Es gibt sehr viele Berge und diverse Sehenswürdigkeiten. Darunter zum Beispiel die Udatsu-Straße in der Kleinstadt Mima, wo man im ländlichen Raum eine traditionelle japanische Straße besichtigen kann. Und der wirklich außergewöhnlich schöne Garten des Honrakuji-Tempels, welcher sich ebenfalls in Mima befindet. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann verpasst auf jeden Fall nicht mein nächstes Video, denn darin wird es genau um diese beiden Orte gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe dir hat dieses Video gefallen, wenn ja, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!